Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem Kanal Ellie Handmade. Im heutigen Video möchte ich mit euch zusammen so ein Schlitten häkeln. Auf meinem Kanal letztes Jahr habe ich auch schon ein Video veröffentlicht, wie man einen Schlitten häkelt, aber allerdings habe ich Holzteile dafür verwendet. Und heute in diesem Video möchte ich diesen Schlitten komplett aus Textilgarn häkeln. Ich habe hier die Läufer mit Heißkleber geklebt. Man kann das auch annähen. Ich wollte dass es schneller geht und ich habe es deswegen mit dem Heißkleber geklebt. Gut, für so einen Schlitten braucht man Textilgarn. Ich werde einen Schlitten in Farbe Rot und Weiß häkeln. Häkelnadel Nummer 5, 2 Maschenmarkierer, Schere und wenn ihr wollt, könnt ihr das auch so wie ich mit Heißkleber kleben oder auch annähen. Und die Schere braucht man auch noch. Dann wollen wir loslegen. Wir beginnen mit einer Luftkette und zwar machen wir 8 Luftmaschen. Die erste zähle ich mit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Drehen die Kette einmal um und auf der Rückseite sehen wir diese Schlingen. Unter jede dieser Schlinge häkeln wir eine feste Masche. Und insgesamt soll es 7 feste Maschen werden. Und die letzte, die 8. Ich werde auch gleich das Endstück hier verstecken. Ich gehe hier durch diese 2 Schlingen durch, hole mir den Faden und ziehe auf diese Seite, lege hier rein und werde dann diesen Endstück mit reinhäkeln. Dann eine Luftmasche und häkeln 7 Maschen zurück. Wieder die Luftmasche, Arbeit wenden und dann häkeln wir wieder 7 Maschen und so häkeln wir in die Höhe, dass wir insgesamt 15 Reihen haben. Also insgesamt 15 Reihen hochhäkeln. Die 15 Reihen sind jetzt fertig und wir beginnen jetzt diesen Teil umzuhäkeln. Hier habe ich die letzte Masche gehäkelt und in dieselbe Stelle häkeln wir noch 2 Maschen dazu. Da haben wir gerade eben die Ecke geformt und Arbeit auf die Seite gewendet. Und dann in jede Reihe häkeln wir dann eine feste Masche. Und bis diese Ecke.
bis zu der Ecke angekommen. In diese Ecke häkeln wir wieder 3 feste Maschen. Und weiter in jede Masche eine feste Masche häkeln bis zu der Ecke, 3 feste Maschen. Dann häkeln wir hier in jede Reihe eine feste Masche bis zu dieser Ecke. Bin jetzt bei der Ecke angekommen. Hier in die Ecke sind ja 2 Maschen gehäkelt und schneiden jetzt Faden ab und verbinden mit nahtlosen Übergang und formen dann auch gleich hier die dritte Masche, die wir jetzt mit so einer Kette machen. So, dass wir in jede Ecke 3 feste Maschen gehäkelt haben, also hier, da und da. Und hier haben wir nur 2 und dann die letzte formen wir mit nahtlosen Übergang. Und am Ende wird der Faden einfach unter den anderen Faden versteckt. Der Boden von dem Schlitten ist fertig und hat die Länge von 19 cm und die Breite von 10 cm. Auf dieser Stelle werde ich jetzt diesen Boden noch mit dem Bügeleisen einmal mit dem Dampf bügeln. Dadurch wird der Boden auch ein wenig stabiler werden. Also einmal mit dem Dampf bügeln, abkühlen lassen und dann sehen wir uns weiter. So, dann beginnen wir weiter und häkeln Schlitten einmal hoch, drehen einmal diesen Unterboden einmal um und fangen ungefähr bei der dritten oder bei der vierten Masche von der rechten Ecke nach oben. Wir werden jetzt häkeln. Hier ist die Kette. Wir gehen unter durch und nehmen die Schlinge noch dazu. Also nochmal, hier ist die Kette, die zu sehen ist. Wir gehen in der Mitte und dann nehmen noch die Schlinge dazu. Holen uns den Faden und machen so die erste feste Masche. Das Endstück können wir dann hier rein häkeln und dann häkeln wir in jede Masche eine feste Masche. In die Mitte Schlinge mitzunehmen. Und dann in jede Masche eine feste Masche häkeln. Ich bin jetzt auch bei der Ecke angekommen und hier werde ich auch weiterhin in jede Masche eine feste Masche häkeln, also ohne Zunahmen. In jede Masche eine feste Masche häkeln bis Ende
der Reihe. Am Ende der Reihe angekommen, mache ich noch die letzte feste Masche. Und jetzt könnt ihr auch sehen, dass der Teil sich so zusammengezogen hat. Es ist nicht so schlimm, man kann ja auch gleich so an den Seiten ziehen und dann nimmt es wieder normalen Form auf. Wir häkeln jetzt noch 2 Reihen in Strickmuster in die Höhe und da machen wir dann auch nahtlosen Übergang. Ich gehe hier unter diesen beiden Schlingen durch, hole mir diesen Faden und ziehe dann auf die Rückseite. Das ist jetzt auch viel zu lang. Ich ziehe jetzt ein bisschen kürzer den Faden und fange mit der ersten feste Masche, da wo dieser Faden rauskommt. Also und mache dann die erste feste Masche. Und häkeln dann wieder in jede Masche eine feste Masche bis Ende der Reihe in Strickmuster. Und dann bis Ende der Reihe häkeln. Die zweite Reihe ist jetzt auch beendet. Ziehe wieder an den Seiten und beende die Reihe mit nahtlosen Übergang. Und beginne mit der Reihe Nummer 3. Also die Reihe Nummer 3 einmal selbstständig weiter häkeln und wir sehen uns, wenn die Reihe beendet ist. Die dritte Reihe jetzt beendet und bevor wir mit der Reihe Nummer 4 loslegen, möchte ich ein paar Maschen markieren. Und zwar, das wird der Hinterteil von den Schlitten sein und ich wende es jetzt so, dass ich die Ecke sehe und finde. Das ist die Masche von der Ecke und von dieser Masche gehe ich in die Seite und zähle 7 Maschen ab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und die 7. Masche markiere ich. Diese Seite mache ich genauso. Hier ist die Ecke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und die Masche markiere ich auch. So, jetzt einmal gucken, dass die Maschen gegenüber gerade sind. Also gleiche Höhe haben. Ja. Und dann beginnen wir mit der Reihe Nummer 4, machen wieder nahtlosen Übergang
eine feste Masche. Und dann häkeln wir bis zu den Maschenmarkierer feste Maschen. Weiter in Strickmuster häkeln bis zu den Maschenmarkierer. Bei den Markierer angekommen, den machen wir jetzt aber ab. Und hier häkeln wir 3 halbe Stäbchen in die Maschen rein. Also Umschlag und halber Stäbchen häkeln. Einmal, zweimal, dreimal. Ab jetzt in jede Masche ein Stäbchen häkeln. Nur die letzten 3 vor den Marker, die werden wir dann genauso wie auf der Seite 3 halbe Stäbchen häkeln. Also erstmal in jede Masche eine feste Masche häkeln. Ich meine in jede Masche ein Stäbchen häkeln, nicht die Masche, ein Stäbchen. Also wir häkeln dann weiter die Stäbchen, bis wir 3 Maschen vor der Marker haben. So, die letzten 3 Maschen und hier häkle ich 3 halber Stäbchen. So, die 3 halbe Stäbchen sind fertig und dann häkeln wir in jede Masche eine feste Masche, beenden die Reihe, fangen die Reihe Nummer 5 an und wieder in jede Masche häkeln wir eine Masche bis der Stelle, wo wir halbe Stäbchen gehäkelt haben. Also in jede Masche eine feste Masche häkeln, Reihe beenden, Reihe Nummer 5 anfangen, weiter häkeln da und aufhören da, wo wir halbe Stäbchen gemacht haben. Ich habe mit der Reihe Nummer 5 schon angefangen und gehäkelt weiter bis zu den halben Stäbchen. Und da, wo die halben Stäbchen sind, häkeln wir wieder 3 halbe Stäbchen und zwar die häkeln wir in die Stäbchen rein. Also hier liegt die Masche oder der Faden und dadurch gehen wir dann in die Masche selbst und häkeln dann halbe Stäbchen. Noch die letzte. Dann häkle ich 3 Stäbchen und die häkle ich dann auch in die Masche rein, also ins Stäbchen rein.
Und hier könnt ihr auch oben sehen eine Masche und in die Mitte reinstecken und häkeln wir einen Stäbchen. Also in den Stäbchen selber reinstecken und Stäbchen häkeln. Und zwei haben wir gemacht, dritte haben wir auch gemacht und bei der dritten machen wir dann noch ein zweites Stäbchen in dieselbe Stelle häkeln, also verdoppeln. 3 halbe Stäbchen, 2 Stäbchen und verdoppeln, dass wir aus einer Stelle 2 Stäbchen raushäkeln. So häkeln wir dann, bis wir 2 Stäbchen hier, bevor die halbe Stäbchen anfangen, haben. Und hier verdoppeln wir auch. Also weiter Stäbchen häkeln. Bin jetzt an der Stelle angekommen, da wo 3 halbe Stäbchen sind und 3 Stäbchen sind. Und diese Stäbchen werde ich verdoppeln, also 2 Stäbchen in eine Stelle häkeln. Dann 2 Stäbchen. Und 3 halbe Stäbchen. Eins, zwei, drei. Wir kommen jetzt auf diese Seite, das ist die Vorderseite, und suchen hier wieder die Ecke und markieren das mit Maschenmarkierer. Und bis zu den Maschenmarkierer häkeln wir in jede Masche eine feste Masche. Bei den Markierer angekommen und ab hier häkeln wir ein Stäbchen in jede Masche bis zu den Markierer, also bis zu den anderen Markierer. Bei den Maschenmarkierer angekommen und mache dann letzten Stäbchen. Und dann bis Ende der Reihe häkle ich in jede Masche eine feste Masche. Faden abschneiden.
Und wir beenden dann diese Reihe mit nahtlosen Übergang. Und auf der Rückseite wird der Faden einfach versteckt. Jetzt werde ich Farbwechsel machen und beginne die Reihe da, wo wir die ersten 3 unsere halbe Stäbchen gemacht haben. Und zwar, ich gehe dann, das ist die letzte feste Masche und hier beginnt halber Stäbchen. Dazwischen, also wir häkeln jetzt nicht in jede Masche rein, wir häkeln dann zwischen, holen uns den Faden und machen die ersten feste Maschen. In die gleiche Stelle machen wir noch 2 feste Maschen reinhäkeln. Dann eine Masche auslassen, in die nächste Masche häkeln wir wieder 3 feste Maschen und das Endstück können wir auch mit rein häkeln. Also 3 feste Maschen. Wieder eine Masche auslassen und in die nächste Öffnung 3 feste Maschen häkeln. Und so machen wir bis diese Öffnung, da wo die letzte Stäbchen, da wo der letzte halbe Stäbchen ist und eine feste Masche. So, dann häkeln wir weiter. In jede Masche eine Kettmasche bis zu der Stelle, wo der erste Stäbchen anfängt. Hier lassen wir keine Masche aus und fangen mit Kettmasche gleich zu häkeln. Jede Masche eine Kettmasche häkeln. Hier fängt der erste Stäbchen an und hier häkle ich in jede Öffnung eine feste Masche. Und ab dieser Stelle, da wo der letzte Stäbchen war, fange ich wieder Kettmaschen zu häkeln bis zu dieser Stelle. Also ich mache ja hier dann noch ein Stäbchen, dann ist es symmetrisch wie auf der Seite und ab hier fange ich Kettmaschen zu häkeln. Bis zu dieser Stelle. Bin jetzt an der Stelle angekommen, da wo die 3 feste Maschen anfangen und hier mache ich noch die letzte Kettmasche und ab jetzt häkle ich in jede Masche eine Kettmasche
und nehme dann die hintere Wand von der Schlinge. In jede Schlinge eine Kettmasche häkeln. Und das machen wir die ganze Runde. Die Runde habe ich jetzt beendet und ich habe eine Masche hier ausgelassen, weil wir auf der Stelle Reihe enden werden. Also Faden abschneiden, Faden rausziehen. Und hier haben wir angefangen, die Masche rauszuhäkeln. Hier ziehe ich Faden durch und nehme den Faden auf die Rückseite. Also man kann ja hier keinen Übergang sehen. Und dieser Faden wird dann noch auf der Rückseite versteckt. Wir fangen jetzt mit dem Läufer an und ich lasse ungefähr 15 cm langen Stück und später diesen Läufer mit den Schlitten zu verbinden. Ich beginne mit den 3 Luftmaschen. Die erste Masche zähle ich dazu. 1, 2, 3. In die erste Luftmasche mache ich dann eine feste Masche. Dann die Arbeit drehen, also vom Körper weg. Nochmal vom Körper wegdrehen. Dann gehe ich mit der Häkelnadel hier rein und mache dann die feste Masche. Wieder vom Körper wegdrehen. Hier sind 2 Schlingen. Unter diesen beiden Schlingen durch, Faden holen und eine feste Masche häkeln. Wieder vom Körper weg, unter den beiden Schlingen durch und eine feste Masche häkeln. Und so machen wir in die gewünschte Länge. Wie lang der Läufer sein soll, ist es euch überlassen. Ich habe hier einen schon vorgefertigt. Ich werde dann hier an diese Seite befestigen und dann ziehe ich bis Ende. So ungefähr will ich es haben. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch genauso machen, wie ich auf den ersten Schlitten gemacht habe, dass ihr so einen Kreis habt, hier zusammen verbindet und dann klebt hier zu. Wenn es zu lang ist, kann man hier noch am Ende Faden oder diese Läufer auseinandernehmen. Also, ihr häkelt dann in die gewünschte Länge weiter und dann zeige ich euch, wie ich das an den Schlitten befestige. Ich möchte noch zeigen, wie ich den Läufer an den Schlitten befestige. Und hier ist der Faden, den ziehe ich einmal fest. Und ich möchte an diesen Schlitten, dass mein Läufer von hier befestigt wird und dann
bis nach hinten geht, dass das ungefähr so aussieht. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich auch so machen, dass der Läufer ein bisschen länger ist und dann hier zusammen befestigen, ankleben und dann hier nochmal weiter kleben. Also ich versuche meinen Läufer jetzt ohne Kleben zu befestigen und ich wollte euch mal zeigen, wie. Ich befestige den Läufer jetzt da fest, da wo der erste weiße Stäbchen anfängt. Hier war der Anfang von den Läufer. Ziehe ich den Faden auf die Rückseite von den Schlitten und befestige fest. Dann gehe ich einmal unter diese Masche oder greife nach dieser Masche, gehe ich unter diesen querliegenden Schlingen, hole mir den Faden und ziehe dann auf diese Seite. Dann von der anderen Seite. Ich muss natürlich auch gucken, ich überspringe eine, gehe bei der nächsten rein, hole den Faden und ziehe auch einmal durch. Hier mache ich genauso. Und alles festziehen, aber nicht so fest, dass der Faden sich auch reißt. So, dann noch bei der Ecke. Hier angekommen und hier könnt ihr auch diese Ketten oder diese halbe Kette sehen und unterdurch werde ich dann auch gehen und so den Läufer mit den Schlitten befestigen. Und so mache ich dann, bis der Läufer befestigt ist. Ich bin jetzt am Ende angekommen. Hier habe ich 2 Faden und die mache ich mit ganz normalen Knoten zusammen und auf diese Seite verstecke ich dann die Endstücke. Also der erste Läufer ist jetzt befestigt. Ja, ich habe es nicht mit dem Kleber gemacht, also angenäht. So schnell kann man auch während des Filmes auch die Meinung ändern. So, improvisieren, solange es noch geht. Also der erste ist jetzt befestigt, ich mache den zweiten genauso. Der Schlitten ist jetzt fertig und sieht so aus.
sind zwei Schlitten, die gleich gehäkelt sind, aber sehen trotzdem unterschiedlich aus. Ich hoffe, mein Video hat es euch gefallen und ihr so einen Schlitten nachhäkelt. Ich wünsche euch dann dabei viel Spaß und ich hoffe, dass ihr auch meinen Kanal abonniert und Daumen hoch macht. Tschüss und bis zum nächsten Mal.